sackschwere und dann 3 sauschwere Moves. Nachdem wir mit Larissa die erste Erstbegehung bei Jura Climbs gezeigt haben, geht es nun um eine weitere Erstbegehung, diesmal von Lokalmatador Jonas Blondie Hering. Blondie klettert seit klein auf in der Region und hat schon so gut wie jede schwere Route wiederholt. In den letzten Jahren hat er dann angefangen, neue Routen zu erschließen und seine eigenen Spuren im Altmühltal zu hinterlassen. Darunter sind auch viele der schwersten Routen, die es derzeit hier gibt. Heute geht es um Sueño de Paz, den Traum vom Frieden am Bärenkopf, einem seiner längsten Projekte und vermutlich im glatten 11. Schwierigkeitsgrad. Viel Spaß beim Video. Kapitel 1 – Die Entstehung. Ich kann sagen, nach Gasterball, ich meine, da waren früher auch schon 2 so Bolts drin, so alte Brunnerbolts. Mir mal angeschaut, so im Top Rope, und dann habe ich gedacht, hat schon was irgendwie. Und dann haben wir es einbohrt. Ich glaube, das war sogar vielleicht das erste, was ich im Altmetall wirklich allein einbohrt habe. Es gab einmal eine relativ frühe Session, wo ich im Krieg, glaube ich, schon fast alle Einzelzüge zusammengebracht habe. Aber da war aber, glaube ich, noch ein bisschen Seilzug dabei. Weil wo ich dann im Vorstieg drin war, da habe ich das nicht mehr reproduzieren können. Ich habe es dann eigentlich jeden Winter immer so ein bisschen probiert, aber meistens überhaupt keinen Auftrag gehabt. Bis letzten Winter, da konnte ich schon die ersten größeren Links irgendwie klettern. Aber es war da immer noch so zum Beispiel, dass es keine Session gab, wo ich in einer Session alle Einzelzüge machen konnte. So. Das habe ich nicht hinbekommen. Mal habe ich den nicht hinbekommen, mal den anderen nicht. Aber wird schon so zwischen 30 und 40 sein, schätze ich mal. Ja. Ich weiß auch nicht mehr wie oft. Ich war dann echt auch viel im Grigri da, weil das halt nicht so steil ist. Da kann man schon ein bisschen rumbasteln. Aber wie oft wirklich, weiß ich nicht. Da bei den ersten 3 Zügen, da war immer schon relativ klar, was man irgendwie so zu tun hat. Aber das Problem war immer das Ausführen. Und danach die 3, das ist irgendwie, da hat es nämlich sau viele Griffe, irgendwie alles, ist aber alles schlecht. Und dann hat es immer so eine offene Tür, und bis ich das mal raus gehabt habe, dass ich das wirklich halt da safe hinbekomme, das hat auch echt gedauert. Vor allem ist ja nicht nur der erste Bowler, es sind ja unten irgendwie diese Krux-Sequenzen, ich sage immer, es sind erst 3 sackschwere und dann 3 sauschwere Moves. Kapitel 2 – Die sackschweren Moves. Startet in dieser Guffel und dann kann man eigentlich ganz gut noch so hinlangen auf so eine echt kleine Leiste für 3 Finger, und so einen guten Daumen gibt es noch. Von da muss man sich dann übelst durchstrecken, dass man gerade so oben an diesen Seitgriff hinkommt. Und der ist eigentlich ganz gut, also da hat es auch so eine scharfe Nase, wo du den Zeigefinger so einsortierst und einen Daumen dazu. Und von da aus kann man dann die Füße schon mal so ein bisschen hochlaufen. Und dann für mich das Schwerste ist dann praktisch der nächste. Da muss man echt so ein bisschen auslösen und dann so daneben dazu fassen in so ein 2-Fingerloch. Das Doofe ist, das ist halt so eng, dass du da echt perfekt treffen musst, dass du überhaupt reinkommst. Also du kannst, und auch so, du hast da echt keinen Platz, kannst super leicht daneben fieseln einfach. Und wenn man das hat, das sind dann eigentlich gute Griffe. Dann geht es halt darum, so ein bisschen die Füße hochlaufen. Super schlecht. Ja, genau, das ist ein Hauptproblem. Ja. Wenn da so ein Bankerl wäre, dann wäre es wahrscheinlich 10 plus oder so, nicht so schwer. Und ja, so ist jetzt halt, Bewertungsvorschlag ist ja 11. Genau, und dann geht man so ziemlich ausgespreizt an diesen 2 Griffen. Und dann kann man so leichtes Drop Knee machen mit links. Und von da aus dann eben einfach voll rausfeuern in echt ein gutes Loch. Haben wir eigentlich so 2 Finger Platz, aber ich nehme es dann so gebündelt irgendwie. Also erstmal treffen, aber dann kann man nachruckeln und das dann kriegen. Und dann kann man klippen. Dann hat man die 3 sackschweren Züge hinter sich. Kapitel 3 – Die sauschweren Moves. Der nächste Zug ist, dann muss man das voll anblocken und dann kommt so ein, ich sage immer, so ein Haifischzahn, weil der so komisch aus der Wand rausschaut und irgendwie so von der Größe her, so stelle ich mir einen Haifischzahn vor. Und den kann man dann so sich so reingraben mit den Fingern. Dann mal links einen ganz guten Tritt. Und dann kann man sich über den so voll aufschieben, voll aus der Schulter raus. Und dann so drüber kreuzen auf
auf so echt so eine kleine Messerleiste. Ist ganz gut, dass die so scharf ist, weil wenn das bloß ein slopiges Ding wäre, dann müsste man es irgendwie anders klettern. Und aus der Position, die ist dann eigentlich ganz stabil, kann man dann die Füße umlaufen. Und der nächste Zug ist dann eigentlich schon auf einem guten Griff, ist so ein bisschen slopig. Aber da hat man dann so voll die offene Tür und deswegen lege ich mit links so einen komischen Heel-Hook, damit ich mich so ein bisschen drüben halten kann. Und wenn ich dann da drüben bin und den gut sortiert habe, dann kann ich einfach die Füße so rüber schwingen. Dann kann man klippen, dann ist das Schwerste vorbei. Und dann, wenn der Boulder vorbei ist, ist noch irgendwie ein 9er oder sowas oben rausklettern. Ich habe, glaube ich, auch tatsächlich, also ich hatte halt irgendwann den oberen Teil super drin, den habe ich halt immer, also praktisch die drei sauschweren Moves, also die letzten 3 Moves von dem Bowler bis oben raus, das habe ich halt immer am Ende von der Session nur geklettert so und das konnte ich halt irgendwann so gut. Ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich das zweite Mal, wo ich die ersten 3 Züge zusammenhängen konnte, habe ich es dann durchgestiegen. Kapitel 4 – Der Durchstieg. Zu. Kapitel 5 – Das Ende. Es ist einfach eine Linie, so, also es ist halt einfach eine hohe Tour und es geht halt wirklich da diese Linie durch. Und dann muss ich diesen Panzer da oben nochmal anschauen, das schaut schon geil aus. Ich meine, in Franken hast du halt oft das Ding bei schweren Routen, dass da halt auch überall Sieger drin ist. Da gibt es schon auch viele oder Sachen, die das nicht haben, aber so im 9a Grad oder so. Komplett natürlich. Ja. Geil. Okay. Jetzt freuen wir uns, jemand wiederholen wird. Ich freue mich über jede Wiederholung, egal ob das jetzt ein 11er ist oder ob das jetzt ein 5 Plus ist oder so. Wenn ich dann Feedback dazu kriege, ist immer schön. Ja. Sueño de Paz. Im Endeffekt, ja, ist gerade ein bisschen selbsterklärend, schätze ich mal. Das heißt, Spanisch heißt Traum von Frieden. Und einfach, weil mich dieser Ukraine-Krieg sehr beschäftigt. Ja. Vielen Dank für das Teilen dieser beeindruckenden Geschichte. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ich bin mir sicher, der Blondie freut sich auch über Glückwünsche in den Kommentaren. Um keine weiteren Videos zu verpassen, klickt jetzt den Abonnieren-Button und dann bis bald zurück auf Jura Climbs. Ciao!